Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor einiger Zeit mal gezeigt, was ihr alles mit dem Plotter machen könnt, und da hatte ich auch gesagt, dass ihr auch SnapPep damit schneiden könnt, und heute wollte ich da mal ein Projekt euch zeigen, und zwar machen wir Schlüsselanhänger, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind diese Schlüsselanhänger. Ich habe einen gemacht, den ich mit Stoff hinterlegt habe, und einen, wo ich mit schwarzer SnapPep noch einen Stern ausgeschnitten habe, und einen, wo ich mit Flexfolie das aufgebracht habe. Und auf der Rückseite ist jeweils mein Logo drauf, und die haben so Haken dran, die man wunderbar an den Schlüsselbund machen kann. Fragt euch nicht, wenn ich anfange im ersten Teil des Videos, spreche ich überhaupt nicht über diese Kreise. Ich habe erst eigentlich gemerkt, als ich mit dem ersten Teil fertig war, dass da noch was fehlt, und deshalb habe ich dann im zweiten Teil diese Kreise noch gemacht und die aufgebracht. Starten wir! Für die 3 Varianten von dem Schlüsselanhänger brauche ich Folgendes. Natürlich das SnapPep, und wenn ihr euch gefragt habt, was SnapPep eigentlich ist, das ist eine Papier-Kunststoff-Mischung, und die ist echt super reißfest. Die kann man hier waschen, man kann sie nähen, man kann sie basteln, benähen, also bemalen. Von dem her. Und die kriegt auch, wenn ihr die so ein bisschen zerknüllt, dann kriegt sie so eine Wildleder-Optik. Was auch ganz cool ist, und wenn ich sage Papier-Kunststoff-Mix, dann meine ich, es ist Zellulose und Latex und ist 100% vegan. Was ich zudem brauche, sind natürlich die Anhänger für den Schlüsselanhänger. Da habe ich 3 Stück von. Dann habe ich für den einen so Sternenstandsets genommen, weil es ist tatsächlich auch so, dass ich die SnapPep mit der Big Shot auch ausstanzen kann. Da werde ich einen Stern von nehmen, und dann habe ich für den anderen oder den zweiten habe ich hier aus Stoff so ein gepunktetes Muster gemacht, plus ich habe Flieseline, doppelklebige Flieseline noch ausgestanzt, damit ich das auf die SnapPep draufbringen kann. Das habe ich mit diesem Standset hier gemacht. Man kann mit der Big Shot eben auch Stoff ausstanzen. Dann für den dritten, da kommt ja ein Schriftzug drauf, da habe ich noch Flexfolie. Einerseits hellblau, und auf alle 3 Labels werde ich mein Logo hinten drauf machen, und da brauche ich weiße Flexfolie. So, jetzt damit wir starten können, auf dem Plotter muss ich zuerst das Design machen, und dazu gehen wir an den PC. So, was ich auf dem Canvas brauche, um diesen Schlüsselanhänger zu machen, und das ist wirklich super simpel gemacht. Ich brauche 2 Kreise, und die sollen 6 cm Durchmesser haben, das heißt hier 60 mm. Ich habe hier Seitenverhältnis beibehalten ausgewählt, damit es wirklich ein Kreis bleibt. Und dann kann ich den mit Ctrl+C, Ctrl+V duplizieren. Und dann bringe ich beide Kreise mittig die aus. Und dann brauche ich noch ein Langeck oder ein Rechteck. Und das soll die Maße haben, da nehme ich Seitenverhältnis raus, 1,2 cm, das sind 12 mm. Und in der Höhe will ich das, wenn ich es umlege, soll das 1 cm sein, von dem her brauche ich hier 2 cm, das sind 20 mm. Und das platziere ich jetzt am Ende eines Kreises und schiebe den anderen so, dass das auch das Ende berührt. Und jetzt mitte ich das Ganze nochmal aus. So, jetzt weiß ich, okay, die beiden Kreise liegen so auseinander, dass das hier
wirklich 2 cm sind. Und jetzt kann ich das aber verlängern, weil das liegt ja alles eigentlich schon richtig. Und dann kann ich das Ganze verschmelzen. Und so habe ich eigentlich schon meinen Schlüsselanhänger. Den kopiere ich jetzt zweimal noch mit Ctrl+C, Ctrl+V. Jetzt platziere ich die kurz so, dass das auch auf dem Canvas passt. Das heißt, so ein bisschen Abstand zwischen den Elementen. Und ich richte meine Sachen meistens, dass ich links und oben mich daran orientiere. Jetzt brauche ich bei einem, will ich ja noch einen Stern ausstanzen. Und deshalb nehme ich hier kurz nur zum Ausrichten einen Kreis. Da hatten wir gesagt, der ist 6 cm. Den platziere ich hier kurz drauf, damit ich einfach weiß, okay, daran kann ich mich ausrichten. Und jetzt gehe ich zu den Sternen. Und dann nehme ich mir diesen Stern. Den mache ich einfach so, dass er in diesem Kreis drinne Platz hat, ich aber ringsherum genug Platz habe, auch noch zum Nähen. Ich würde sagen, das ist das. Und jetzt kann ich diese beiden Formen kurz aneinander ausrichten, mittig, mittig. Dann weiß ich, das passt auch und dann kann ich den einen Kreis wieder löschen. Wunderbar. Das ist das Teil, wo der Stoff durchgucken wird. Das hier wird der sein, wo wir was draufschreiben. Und bei dem hier werde ich noch was drauf kleben. Und den Schriftzug, den mache ich jetzt auch gleich, damit ich sehe, dass das hier drauf Platz hat. Und da schreibe ich Smile. Und suche mir da eine passende Schriftart aus. So, da habe ich jetzt Capricent genommen und das ist eine, die ich heruntergeladen habe. Das heißt, die habt ihr im Standard nicht drin. Sondern mache ich jetzt noch ein bisschen kleiner, dass es im Kreis drin Platz hat. Dann, was ich jeweils bei solchen Schriften auch mache, wenn ich mit Flexfolie arbeite, ist, dass ich die verschmelze, um sicher zu sein, dass die Unterbrüche, die es vorher hatte, hier zum Beispiel zwischen L und E, ist meistens ist hier ein Strich durch und mit diesem Verschmelzen löse ich das auf. Das ist das eine. Dann will ich hier auch noch Sterne haben. Und zwar will ich einen großen drüber. Ctrl+C, Ctrl+V und dann will ich 3 kleine hier drunter haben. Upsi. Könnt ihr, wenn ihr irgendwas verschoben habt, was ihr eigentlich nicht verschieben wolltet, könnt ihr immer hier mit zurück oder rückgängig, könnt ihr das, was ihr gemacht habt, rückgängig machen. So. Das ist die Größe, dass ich die von den Sternen haben möchte und die platziere ich mir hier unten. Die markiere ich jetzt auch kurz, richte die aus horizontal und dann gucke ich, dass die eine gleichmäßige Verteilung haben. So, das ist das Design, das ich haben will. Die muss ich alle aufschneiden, das immer sicherstellen, dass ihr alles auf Schneiden habt. Und dann markiere ich kurz diese 5 Elemente und gruppiere die, weil was ich damit machen muss, ne, Schriften muss man immer gespiegelt plotten, wenn ich mit der Flexfolie arbeite und deshalb gehe ich hier wieder ins Bearbeiten rein und spiegle das. So, jetzt weiß ich, das Design hier, das wird passen. Mache ich das kurz wieder ein bisschen kleiner. Das werde ich jetzt in ein paar Schritten ausplotten.
das erste, was ich machen werde, ist, ich werde die SnapApp ausplotten und dann werde ich hier dieses Smile, weil das wird auf hellblau geplottet und am Schluss, ich habe mir hier mein Logo schon dreimal platziert und gespiegelt und das werde ich dann als dritten Schritt noch plotten. Von dem her mache ich hier kurz die Sichtbarkeit aus und sperre die, so dass ich wirklich nur hier das habe, was auf die SnapApp drauf kommt. Und das kann ich jetzt an den Plotter übergeben. So, dann kann ich an den Plotter und sage Muster abrufen. Und dann habe ich hier das Design. Was ich noch kurz geändert habe, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ist die Reihenfolge. Die SnapApp ist schon sehr robust und ein bisschen sperrig, ne? Und da gucke ich immer, dass ich die filigranen Teile zuerst ausplotte. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Anhänger zuerst ausplotten würde, den Rahmen, dann würde sich das Element von dem Rest lösen und dann würde er hier den Stern die ganze Zeit herumschieben. Und deshalb, weil das klebt einfach zu wenig an der Matte. Und deshalb mache ich es immer so, dass ich von der Reihenfolge her, er plottet ja immer von unten nach oben. Wenn ihr die Ebenen anguckt, er fängt unten an und geht dann hoch. Und von dem her habe ich den Stern einfach zuunterst platziert, also in den Ebenen, dass er mir zuerst den Stern ausschneidet und dann den Rest des Designs. So, hier. Okay. Ich werde das Ganze schneiden. Dauert nur 1 Minute, ne? Ist extrem schnell gemacht. Jetzt müssen wir aber noch das Messer einstellen. Und SnapApp schneide ich mit einer 8, weil das schon ein dickes Material ist. Das heißt, ich verwende hier dieselbe Schnitttiefe wie beim Ausschneiden von Schablonen. Und dann habe ich mir die SnapApp auf dem Arbeitsplatz so platziert, wie ich das vorhin auf dem Canvas gemacht hatte. Und ihr werdet sehen, ich werde es dann, während der plottet, mit dem Fingernagel immer ein bisschen unten halten, damit sich das nicht hochkommt. So, jetzt kann ich die Matte einziehen. Und ich habe es zusätzlich noch mit Kleber festgemacht, das auch noch. Der Canvas ist neu gemacht. Ich habe wirklich hier neuen Kleber drauf gemacht, aber das reicht für die SnapApp effektiv nicht aus. So, genug gequatscht. Wir klicken auf Starten. Und wenn er fertig ist, klicke ich auf OK und lasse mir die Matte wieder rausgeben. Und jetzt seht ihr auch, was ich gemeint habe. Ne? Das hebt sich und wenn ich hier zuerst hätte den Rahmen ausgeschnitten und dann den Stern, das hätte so nicht funktioniert. Von dem her, Reihenfolge bei SnapApp ist doch schon wichtig. Jetzt kann ich das Ganze wieder lösen. Aber ihr seht, wie sauber das hier durch das doch dicke Material schneidet. Man muss halt einfach, gerade weil die ist ja aufgerollt, wenn ihr die kriegt, und dadurch verformt sie sich ein bisschen und hebt sich halt immer wieder. Von dem her, ja. Hier der kleine Trick dazu. So, jetzt haben wir eigentlich schon unsere 3 Schlüsselanhänger. So, bevor ich jetzt hier aber weitermache, werde ich noch kurz die Flexfolie ausschneiden. Das mache ich zuerst das hellblaue und da immer drauf achten, also das, was glänzig ist, ist die Folie, wo es dann drauf haftet, dass ihr müsst eigentlich immer die matte Seite oben haben. Das heißt, was ich mir jetzt ausschneide, ist das Smile und die 3 Sterne. Die Datei habe ich vom PC an den Plotter übergeben. Deshalb kann ich hier einfach die Datei abrufen.
Ich habe das hier oben wie immer in der Ecke platziert, sage OK, sage Schneiden und für die Flexfolie müssen wir das Messer auch anders einstellen. Das sind 2,5. Et voilà. Dann kann ich hier die Matte einziehen lassen und sagen plotten. So, wenn er fertig ist, auch wieder OK und Matte rausgeben lassen. Das lege ich jetzt kurz beiseite und mache gleich auch noch meine Logos. Ihr seht auch, ich verwende hier hauptsächlich Schnittreste. Da könnt ihr wirklich darauf achten, ihr müsst, wenn ihr Sachen habt, solche Schnittreste, die müsst ihr nicht wegschmeißen. Da könnt ihr echt die immer wieder verwenden. Die Datei habe ich auch übergeben. Das heißt, ich klicke hier auf Muster, abrufen. Dann habe ich meine 3 Logos, sage OK, sage Schneiden. Und das Messer ist ja schon richtig eingestellt. Von dem her einfach Matte einziehen und dem sagen, er soll loslegen. Wenn er fertig ist, Matte rausnehmen. Und das war auch schon alles, was wir mit dem Plotter machen müssen. Jetzt schneide ich mir das jeweils so aus, dass ich hier nicht zu viele Reste habe und teile bei mir die Logos auch gleich auf. Wenn ihr das so ein bisschen ins Licht haltet, dann seht ihr selber, wo er geschnitten hat. Ist bei Weiß immer, eigentlich ist es bei allen immer so ein bisschen ein Problem, dass man es fast nicht sieht. Aber eben, wenn ihr es so gegen das Licht haltet, geht das jeweils. So. Jetzt brauche ich das Entgitterungstool, um das zu lösen, was ich nicht auf den Schlüsselanhänger aufbringen will. Und ihr seht, wie absolut filigran der hier schneidet, ne? Also das ist wirklich klein und hat super genau geschnitten. Selbst bei meinem Logo, ne, wenn ihr guckt hier, die Augen haben jeweils so ein ganz kleines Pünktchen. Selbst das schneidet der absolut perfekt. So, jetzt als nächstes brauche ich das Bügeleisen. Und einfach, damit ihr das auch macht, ich gehe nie mit dem Bügel die Eisen direkt auf diese Plastikfolie, sondern da nehme ich immer ein kleines Stück Backpapier dazwischen. So, ich habe hier kurz ein provisorisches Bügelbrett gemacht. Ich habe ein Holzbrett drunter gelegt, dann ein Küchentuch und jetzt bringe ich zuerst auf den Kreis die Flieseline. Und ich habe das Bügeleisen auf die höchste Stufe gestellt und den Dampf rausgenommen. Dann nehme ich hier dasjenige, was einen Stern hat, und lege mir das hier innen drin rein. Ich habe es extra ein bisschen kleiner gemacht, als der Kreis ist, damit es nicht rausguckt. Dann gehe ich zum nächsten
Und darauf bringe ich jetzt das Smile. Richte mir das schön mittig aus. Und Vorsicht, das Ding wird dann, die Folie wird so ein bisschen warm. Wenn ich das abgezogen habe, mache ich es jeweils so, dass ich nochmal drauf gehe. So, wunderbar. Und jetzt werde ich auf allen dreien noch mein Logo drauf bringen. Natürlich auch schön ausgerichtet. Bei dem müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr da nicht mehr drauf kommt oben. Ne? Also ich werde mir die Folie sicher so hinlegen. Wenn ihr euch fragt, wie lange ihr das drauf behalten wollt, ich zähle innerlich immer auf 20. Bei so kleinen Teilen, das reicht eigentlich. So, und dann kann das Bügeleisen erstmal weg. So, jetzt haben wir schon mal die 3 Teile. Und ich werde bei allen dreien jetzt dann ringsherum das noch mit einem weißen Faden abnähen. Kennt ihr das, wenn ihr mit was fertig seid und so denkt so, irgendwie fehlt da noch was. Also ich habe es genäht, ich habe den Verschluss angebracht, aber es fehlt was. Und von dem her bin ich nochmal an den Plotter und habe für die Rückseiten, wo das Logo ist, habe ich Kreis ausgeschnitten und für die Vorderseite auch. Und zwar habe ich die grauen für die Rückseite und das ist wirklich komplett simpel gemacht. Also ich habe einen Kreis mit 5,8 cm Durchmesser auf den Canvas gemacht. Ich stelle da oben ein Bild rein und einen dann mit 5 cm Durchmesser. Habt ihr aneinander ausgemittet, die 3-mal kopiert und dann auch wieder geguckt, dass ich zuerst von der Reihenfolge her den inneren schneide und dann den äußeren schneide. Und das habe ich 2-mal ausgeplottet, eben einmal mit der grauen Pappe und einmal mit der weißen. Und die klebe ich jetzt effektiv so drauf. Das heißt, ich mache vorne den weißen drauf jeweils und hinten mache ich den grauen drauf, einfach um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dimension zu geben. Und genau das mache ich jetzt noch. Wenn ihr euch fragt, was das für ein Kleber ist, das ist ganz normaler Zementit-Flüssigkleber. Aber der hält, wenn man den so ein bisschen einziehen lässt, hält der wirklich gut hier drauf. Jetzt nehme ich einfach ein Glas und stelle das drauf, während ich bei den anderen weiterklebe. So, das sieht doch schon viel besser aus. Und wirklich hier, habt den Mut, auch wenn jemand anders sagt, ne, das muss so und so gemacht werden, habt einfach den Mut, eure eigenen Ideen noch dazu zu bringen oder auch selbst, wenn ihr selber eine Idee hattet und angefangen habt mit dem Projekt und dann merkt, nee, das ist es irgendwie nicht, dann guckt einfach, wie ihr es noch verbessern könnt. Schmeißt es nicht einfach weg, sondern guckt einfach, okay, was fehlt noch? Und ergänzt dann da halt einfach. So, und die lasse ich jetzt kurz 10 Minuten stehen und antrocknen. So, ich habe das Ganze jetzt trocknen lassen und jetzt klebt es auch wunderbar fest. Und es sieht definitiv besser aus jetzt mit diesen Ringen drumherum. Hat auch so ein bisschen mehr Dimension. Und ja, das ist das mit dem Stern, das wir mit Stoff hinterlegt haben, das mit dem Stern, den ich aufgeklebt habe und das mit der Plotterfolie und natürlich alle 3 hinten dran. Ne?
mit dem Logo drauf. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, inklusive den Link zu den Snap Tabs, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!